Seit der Veröffentlichung des Phoenix Block 2 Updates hat sich einiges getan. Es gibt nun eine Integration mit GSX Pro. Boarding und Pushback werden jetzt über bestimmte Schalter vom Phoenix aus gesteuert. Welche Schalter das sind und wie genau das funktioniert, das zeige ich dir jetzt. Setz dich hin, wenn du noch nicht sitzt, lehn dich zurück, wenn du noch nicht lehnst und schau zu. Ich bin der Mario und herzlich willkommen auf meinem Kanal SimSights. Los geht's im Phoenix A320 wie gewohnt am Flughafen Wien in der Austrian Airlines. Ich stehe am Gate F5, das heißt die Passagiere steigen über eine Jetway ein. Bevor das Boarding starten kann, muss das Flugzeug erstmal mit Strom versorgt werden. Dafür die Batterien anschalten und die externe Power dazuschalten. Dann zum EFB gehen und dort das erste App Phoenix starten. Erstmal überprüfen wir in den Sim-Settings, welche Einstellungen für GSX überhaupt konfiguriert sind. Service Sequence, bestimmt in welcher Reihenfolge das Service durchgeführt wird. Auto Catering while Refueling, Wait for Refuel before Boarding ist deaktiviert. Auto Select Ground Handling Agent ist aktiviert. Auto Pushback ist aktiviert. Auto Disconnect GPU und Pushback ist aktiviert. Auto Connect GPU on Arrival ist aktiviert. Und zu guter Letzt Auto Deboard ist auch aktiviert. Und hier nochmal das Auto Pushback erklärt. Wenn das aktiviert ist, dann wird beim Einschalten des Beacon Lights bei gesetzter Parkbremse die GPU automatisch entfernt. Wenn du die APU da noch nicht hochgefahren hast, hast du spätestens jetzt einen Stromausfall im Flugzeug. Also aufpassen, unbedingt die APU vorher starten, bevor du das Beacon Light aufdrehst. Zum Auto Catering. Wenn das aktiviert ist, dann wird das Catering zeitgleich mit dem Refueling gestartet. Wait for Refuel before Boarding. Wenn das aktiviert ist, dann wird das Boarding erst gestartet, wenn das Refueling abgeschlossen ist. Bei mir ist das deaktiviert, das heißt bei mir steigen die Passagiere während dem Tanken einfach zu. Zum Auto Deboard. Wenn das aktiviert ist, dann wird das Deboarding automatisch gestartet, wenn das Beacon Light ausgeschalten wird. Das heißt, du kommst beim Gate an, drehst das Beacon Light ab und das Deboarding wird automatisch initiiert. Das ist eine feine Sache. Das waren nun alle Einstellungen, die man mit dem Phoenix V2 mit GSX gemeinsam konfigurieren kann. Als allererstes gehen wir auf My Flights und importieren einen vorher erstellten Flugplan von SimBrief. Nein, stopp. Zuerst auf Mass and Balance und dann erstmal auf Reset All klicken. Ich habe aktuell mehr Fuel an Bord, als ich tanken würde. Nach dem Reset auf My Flights und dann den Flugplan importieren. Dann wieder auf den Tab Mass and Balance klicken. Bevor du dann auf Load Aircraft klickst, mal sicherstellen, dass GSX überhaupt läuft. Wenn nicht, dann starte es jetzt. Dann Load Aircraft klicken und im Pop-up GSX auswählen. Die nachfolgenden Schritte passieren jetzt vollkommen automatisch. Der Phoenix steuert GSX von selbst. Zuerst wird eben das Refueling gestartet und dann das Boarding eingeleitet. Genauso wie wir es in den Einstellungen konfiguriert haben. Alternativ kann die Reihenfolge auch gedreht werden. Der Tankwagen kommt und die Jetway bzw. die Treppen bewegen sich. Egal ob du am Gate oder auf einem Parkplatz ohne Jetway-Anbindung stehst, das klappt für beides. Schauen wir uns jetzt zuerst einmal das Refueling an. Je nachdem, wo du im Flugzeug steht, wird es entweder über ein Bodensystem oder von einem Tanklastwagen betankt. Ich zeige dir natürlich beide Arten. Am Ende war ich überrascht, welche der beiden Arten die schnellere war. Boden- oder Tanklastwagen, was sagst du, was ist schneller? Schreib's mir gerne in die Kommentare. Und wenn du wissen möchtest, wie du die benutzerdefinierten Kameraansichten ganz einfach vom Phoenix V1 auf den Phoenix V2 kopieren kannst, dann schau dir dieses Video hier an. Das geht ganz einfach, du brauchst nur eine Datei kopieren und schon bist du wieder fertig. Bei der Betankung ohne Tanklastwagen wird das Flugzeug mit einem Schlauch an ein Bodentanksystem angeschlossen und so betankt. Hier in Wien am Gate F5 wird das genauso gemacht. Darf ich vorstellen, Peter und André. Der Kollege Peter öffnet die Luke und der andere Kollege André schließt einen mobilen Schlauch von einem Tankwagen an. Der Schlauch ist recht schwer, deswegen wird er auf kleinen Rädern gerollt. Jetzt wo der Schlauch angeschlossen ist, kann der Anschluss auf der eingehenden Seite geöffnet werden. Der Kollege André geht zum Flugzeug und schließt jetzt den Schlauch am Flügel an. Im anderen Fall steht der Tanklaster unter dem Flügel und der Kollege Max schließt den Schlauch ebenso am rechten Flügel an, vom Tanklaster aus. Dann wird in beiden Fällen mal getankt. Heute ehrlich gesagt auch gar nicht mal so viel, ich fliege eine Kurzstrecke und tanke ungefähr nur 3,9 Tonnen, das heißt das Ganze wird recht flott vonstatten gehen. Den Boarding sowie den Tankvorgang kann man im Cockpit am EFB mitverfolgen. Die Grafik und die Zahlen da in dem Tablet sind live. Man kann sich jederzeit anschauen, wie viele Leute bereits an Bord sind und wie viel Payload bereits geladen ist und noch geladen werden muss. Nachdem dann die gewünschte Menge getankt wurde, werden die Schläuche wieder getrennt, damit das Flugzeug schnell wieder in die Luft gehen kann. Schaut euch das an, beide Kollegen André und Max kommen elegant vom Fahrzeug wieder runter. André, der Kollege am Gate, der hat noch ein bisschen mehr zu tun. Der muss erstmal noch den Schlauch vom Boden trennen und dann wieder einfahren, bevor der fertig ist. Max, der Kollege mit dem Tanklaster, ist schon wieder am Weg zurück. Echt lässig wieder, da geht der André, der Kollege an den Rausch, oder? Der Schlauch wird getrennt und er rollt ihn wieder zurück zum Fahrzeug. Der Peter schaut gerade so aus, als müsste er ganz dringend aufs Klo, oder? Ich glaube, das war ein falscher Alarm. Er steigt schon mal ins Auto ein. Der andere, André, muss nochmal hackeln. Das war das ganze Refueling. Am Gate mit Jetway und am Parkplatz ohne Jetway. Das war beeindruckend real, oder? Sag, was machen eigentlich die Passagiere?
Apropos, das Boarding wird ja mit dem Refueling zeitgleich gestartet, das heißt, da sollte sich schon einiges getan haben. Wir stehen auf der einen Seite am Platz F5 an einer Jetway und parallel auf dem Parkplatz E40 ohne Jetway. Ich folge mal den Passagieren vom Gate in den Flieger. Die wandern ja wie bei Harry Potter durch die Wand. Ist das Gate 9 3/4? Schaut fast so aus. In der Zwischenzeit werden die anderen Leute mit dem Bus zum Flughafen gebracht. Teilweise schauen die ja sehr seriös aus, diese Leute. Ich folge den beiden mal. So, jetzt schauen wir noch einmal genau, was die anderen in der Jetway so treiben und wie da die Stimmung ist. Na, das schaut eigentlich ganz gut aus. Gehen wir da mal mit. Sowohl als auch recht entspannt. Je nach Wetter definitiv auch ein Argument für oder gegen den Bus oder eben die Treppen und den Jetway. Und auch da folge ich dem Herrn da. Bisschen noch, paar Mal noch ums Eck, dann sind wir da. Über die Treppen sind wir schon im Flieger. So, jetzt haben wir es über die Jetway aber auch geschafft. So, schauen wir uns einmal ein bisschen um und suchen unseren Platz. Und dann setzen wir uns hin. Schon bemerkt, es gibt sogar das Fly and Buy Magazin von der Austrian Airlines da im Phoenix. Das ist ja echt der Wahnsinn, oder? So, nach der ganzen Einsteigaktion werden parallel auch noch die Koffer verladen. Das schauen wir uns auch noch mal ganz kurz an. Einfach weil es im Phoenix wunderschön ausschaut. Die Kollegen laden da ganz fleißig die Koffer in das Flugzeug ein. So, jetzt haben wir uns den ersten Teil der Funktionalität von der GSX-Integration angeschaut. Jetzt kommt der zweite Teil, nämlich das automatische Pushback. Bei aktiviertem Auto-Pushback sollte man unbedingt sicherstellen, dass die APU läuft. Wie schon vorhin erwähnt, sobald das Beacon Light eingeschalten wird die GPU automatisch getrennt. Schaltest du also dein Beacon Light ein, ohne dass du die APU gestartet hast, hast du einen Stromausfall im Flieger. Also wichtig, dass die APU gestartet ist, die Werte passen, Strom generiert wird und im Schalter auch tatsächlich Avail steht. Erst dann kannst du dir sicher sein, dass die APU läuft. Sobald das Beacon Light eingeschaltet wird, geht alles wieder automatisch weiter. Das GSX Pushback wird automatisch gestartet und alles nimmt wie gewohnt seinen Lauf. Dich interessiert, wie das Pushback im Detail aussieht? Na dann schauen wir uns das Ganze mal im Detail an. Der Marshaller geht zum Fahrwerk und steckt einen sogenannten Bypass-Pin ein. Dann kommt das Pushback-Fahrzeug, der sogenannte TAC, und dockt am Fahrwerk des Flugzeugs an. Der andere Kollege befestigt beide Seiten miteinander und der Fahrer bewegt den TAC. Währenddessen geht der andere Kollege zu Fuß mit und passt auf, dass alles gut läuft. In dieser Zeit können beide Engines gestartet werden. Begonnen wird aus Hydraulikgründen mit dem rechten Triebwerk der Engine Nummer 2. Nachdem Engine 2 gestartet wurde, wird das linke Triebwerk Engine Nummer 1 gestartet. Nachdem beide Triebwerke erfolgreich gestartet wurden, bestätigen wir das mit Confirm Good Engine Start an GSX und dann ist der Pushback auch schon wieder beendet. Der TAC wird vom Flugzeug getrennt und der Bypass-Pin wird wieder entfernt. Der Marshaller zeigt am Ende den Bypass-Pin noch einmal ins Cockpit, damit sich der Pilot sicher sein kann, dass tatsächlich keiner mehr im Fahrwerk drin steckt. Das soll es für heute auch schon wieder gewesen sein. Damit sind wir auch schon wieder am Ende angelangt. Die GSX-Integration im Phoenix V2 besteht aus zwei Teilen, dem Boarding und dem Pushback. Beide Teile haben wir uns genauer angesehen und wir wissen nun, wie das Ganze funktioniert und welcher Schalter mit welcher GSX-Funktion verknüpft ist, sodass das Ganze automatisch vom Phoenix aus gesteuert werden kann. Hat dir das Video gefallen oder sogar geholfen, dann schreib es mir unbedingt in die Kommentare und lass es mich wissen. Und gib mir vielleicht einen Daumen hoch. Für dich ist es nur ein Klick. Ich freue mich drüber und YouTube denkt sich dann, das Video hat ein paar Likes, das sollte man vielleicht anderen auch zeigen. Du kannst mir damit auf jeden Fall helfen, ich würde mich drüber freuen. Willst du keine weiteren Videos mehr über Flugsimulation verpassen, dann lass gerne ein Abo da und klick auf die Glocke. Wenn du bereits abonniert hast, dann Dankeschön. Danke, dass du bei mir an Bord bist, es freut mich, es ehrt mich. Ciao Baba, ich freue mich auf dich, bis zum nächsten Mal. Und gerne eines der beiden Videos hier ansehen.